Willkommen bei einer neuen Folge von Laura und Mariano. Um unseren kaputten Reifen aus dem letzten Video reparieren zu lassen, verließen wir kurzzeitig unseren Stellplatz an Armeniens größten See. Es sollte jetzt ein großes Highlight sein, dass wir endlich mal mit anderen Leuten, die im Van leben und reisen, Kolonne fahren. Aber wir sind einfach viel zu langsam und deswegen sieht es einfach so aus. Die anderen sind weg. Hallo Brunhilde. Oh, vielleicht haben die gewartet. Oh, das ist aber nett, weil wir so lahm sind. Der Nachteil mit anderen zu reisen ist, jetzt müssen wir warten. Ist ja schlimm hier. Jetzt Damit füllt- haben wir nicht gerechnet. Jetzt können wir füllt noch er erstmal sein Wasser auf und dann sind wir dran. Mist. Hm. Ja, wir können ja dann schon mal zum Gemüseladen oder so oder uns aufteilen. Ah, ja. Yeah. Sind wir mal wieder dabei, Wasser aufzufüllen. In einer Markthalle erledigten wir weitere Einkäufe, die wir nicht beim Gemüseladen bekommen haben. Zum Beispiel Nudeln und Puri, das traditionelle georgische Brot, welches in solchen Öfen gebacken wird. Ein paar verspeiste Leckereien später versuchten wir unser Glück, das kaputte Autoreifenventil reparieren zu lassen. Wir versuchen jetzt mal, da drüben ist so ein Reifenhändler. Versuchen wir mal, ob der unser Ventil auswechseln kann. Das ist unser altes Ventil und da sieht man ganz gut den Riss. Und jetzt macht er richtig einfach ein neues Ventil rein, voll praktisch. Ja, yeah, so schnell geht das. Schon haben wir unser neues Ventil. Und was hat es gekostet? Gar nichts. Der wollte kein Geld haben, richtig krass. Wir haben jetzt halt 10-mal gesagt, wie viel kostet, was können wir dir geben, und er wollte einfach nichts. Also Gastfreundschaft hier wieder so. Ich meine, es ging jetzt auch schnell so, aber keine Ahnung. Ich glaube, die Leute sind dann auch beleidigt, wenn wir denen was geben, weil das einfach so, Germania, okay, nee, kostet nichts. Also ja, mega. Toll, und das ging ja einfacher und schneller als gedacht. Wir dachten schon, wir müssen jetzt nach Jerewan oder so. Aber jetzt einfach beim Einkaufen nebenbei den Reifen repariert. Oh ja! Wir haben den jetzt erstmal hier reingelegt, weil wir tauschen den nachher dann wieder mit dem Ersatzreifen aus, aber dann gemütlich beim Campingplatz. Wir sind jetzt wieder zum alten Stellplatz zurückgefahren, weil es hier leider wieder bewaffnete Konflikte zwischen Aserbaidschan, und das ist gar nicht so weit von hier, und Armenien gab. Diesmal auch auf armenischem Boden, und zwar ein paar Kilometer in die Richtung. Die beiden ehemaligen Sowjetrepubliken streiten bereits seit Jahrzehnten um die Region Bergkarabach. Heftige Gefechte toben nun seit Stunden auch im Kaukasus. Fighting has continued between Armenia and Bei Azerbaijan. den jüngsten Gefechten waren mehr als 150 Soldaten getötet worden. Uns geht es auf jeden Fall gut, wir sind total sicher und alles und passen auch auf, aber trotzdem wollen wir jetzt erstmal gucken, wie sich die Lage entwickelt und dementsprechend unsere Reise weiter planen, weil wenn der Konflikt jetzt weitergeht, können wir da vielleicht eventuell nicht langfahren, um in den Iran zu kommen, aber wir glauben sehr daran, dass sich das wieder beruhigt, wollen jetzt aber trotzdem ein bisschen abwarten und fahren dann bald weiter, sobald wir uns da sicher sind, dass alles gut und sicher und ruhig ist. Ja, dann können wir den Morgen wieder wechseln. Ja, wie im letzten Video sitzen wir wieder am Lagerfeuer, und wenn euch das jetzt zu langweilig wird, sind wir euch nicht böse, wenn ihr vorspult, aber es ist einfach jedes Mal was ganz Besonderes, und bis jetzt hatten wir... Oh nein, der ist kaputt gegangen. Oh nein! Ja, Oh je. Kann man bestimmt reparieren, wir sind doch hier alles so Heimwerkler. hallo? Ich habe Holzleim. Ich habe mir auch immer vorgestellt, dass man ständig Lagerfeuer macht. Wir hatten sogar vom Ausbau so Holzreste und Holzspäne mitgenommen, als Grillanzünder quasi. Aber die Realität ist, dass man dann doch irgendwie im Naturschutzgebiet campt, wo es verboten ist. Oder im Sommer ist es halt viel zu trocken und die Waldbrandgefahr viel zu hoch. Deswegen
haben wir das fast nie gemacht. Aber hier ist es richtig schön. Wir sind am See, wir haben unseren Löscheimer dort und jetzt essen wir gleich leckere Gemüsespieße. Heute gibt es zu unserem Gemüse Lavash. Das ist traditionell armenisches Brot. Das gehört sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und das ist so ganz langer, dünner Teig, der einfach in diesen Steinöfen ganz kurz da reingeklatscht wird und dann wieder einmal gewendet wird und wieder rausgeholt wird. Und dann wird das so geschichtet und in Scheiben oder so geschnitten. Und also es wird dann leider immer so verpackt. Aber wir haben gesehen, wie das ganz frisch gemacht wurde. Und wir werden das jetzt so ein bisschen wie Wraps benutzen, weil das gibt es hier nicht wirklich, beziehungsweise ist sehr teuer, wenn es das im Supermarkt gibt. Aber wir füllen das deswegen jetzt mit Gemüse und ein bisschen Gurke und so weiter und dann essen wir das. Jetzt wird es noch so gerollt. Jetzt hat man sowas Wrap-ähnliches. Und Gemüse vom Feuer oder alles vom Feuer schmeckt einfach auch nochmal 10.000 Mal besser, als wenn man das nur in einer Pfanne oder so macht. So, jetzt ist wirklich unser letzter Abend hier an dem See. Wir hatten auch keine Maus mehr im Van. Und eben war hier jemand, wir wussten erst gar nicht, was er will, weil der sah ein bisschen so nach Militär aus. Wir dachten schon, der sagt uns, dass wir jetzt hier wegfahren müssen, weil jetzt hier die Kämpfe näher rücken. Aber nee, er wollte nur telefonieren und will jetzt mit uns den armenischen Cognac trinken. Jetzt warten wir auf den und trinken dann gleich ein bisschen Cognac und versuchen uns dann auf Russisch mit ihm zu unterhalten, weil am Cognac-Tisch wird Russisch geredet. Hat noch jemand was hinzuzufügen? Nastrovia. Nastrovia! Kann ich sogar. Wir warteten also, hatten aber nicht ganz verstanden, wann er mit dem Cognac zurückkommen will. Zwischendurch kam mal ein Auto und Leute vorbei, aber Roman war nicht dabei. Wir hatten aber einen verpassten Anruf von ihm. Vermutlich hatte er doch keine Zeit mehr. Guten Morgen. Heute reisen wir ab. Bevor wir das machen können, müssen wir natürlich erstmal den reparierten Reifen wieder anbringen. Oh, und wir haben auch hier wieder Besuch. Hallo. Fein. Der lässt sich nämlich immer eigentlich nicht streicheln. Brunhilde, ich streiche den Hund. Guck mal, ich kann den streicheln. Ich werde die Chance auch mal nutzen, die Reifen komplett zu rotieren, weil die Abnutzung ist nicht ganz gleichmäßig. Irgendwie sind die Reifen auf der rechten Seite ein bisschen stärker abgenutzt als auf der linken Seite. Und wir fahren ja auch immer dem schönen Wetter hinterher. Das heißt, wir stehen oft in praller Sonne. Das heißt, hier außen werden die Reifen von der Sonne abgenutzt und innen halt nicht. Deswegen kann man das ja auch mal umdrehen, dass da die Abnutzung gleichmäßig ist. Also Reifen von vorne nach hinten, von links nach rechts, von innen nach außen. Das werde ich jetzt mal machen. Yeah, fertig. Die Brunhildes sind jetzt schon losgefahren. Wir fahren jetzt auch wirklich von diesem See weg nach... Fast 2 Wochen. Ja, richtig 2 Wochen. lange. Einkaufen, Wasser auffüllen und dann geht's weiter zum nächsten Abenteuer. Genau, wir haben uns jetzt entschieden, die Kämpfe oder der Konflikt ist vor allem im Süden des Landes, das heißt auf dem Weg zum Iran, aber bis dahin können wir auf jeden Fall noch ganz viele andere Sachen von Armenien erkunden. Das machen wir jetzt erstmal und dann sehen wir, wenn wir wissen, wir wollen jetzt durch den Süden in den Iran fahren, dann gucken wir aktuell die Lage an und sehen, ob das ein zu großes Risiko ist oder ob wir das machen können. Aber bis dahin geht es jetzt erstmal demnächst zu einem Vulkan. Tschüssi. Tschüssi, Wannsee. Und Hundis. Wegen eines unnormalen Klapperns hielten wir kurz. Es war aber nur die Motorhaube, die nicht ganz geschlossen war. Klappe zu und weiter ging die Fahrt. Jetzt sind wir auf der anderen Seite des Sees oder vielmehr am Nordufer. Und da ist jetzt ist es eine Halbinsel und das war halt früher mal eine Insel. Aber weil der Wasserstand so niedrig ist, kann man da jetzt halt rüberlaufen. Und
alle am Straßenrand verkaufen hier Sanddorn. Das ist jetzt bestimmt schon der 15. Stand. Auch so lustigen Saft anscheinend in alten Coca-Cola-Flaschen. Noch mehr Sanddorn, noch mehr Sanddorn. Und es ist auch nicht so, dass irgendwie die 10. Person eine Idee hatte, ich verkaufe was anderes, weil alle anderen verkaufen Sanddorn. Aber ist jetzt halt anscheinend gerade Saison und das wächst hier, haben wir auch schon gesehen. Uiuiui, der hat aber viele Flaschen. So, damit wir gleich Richtung Vulkan fahren können, müssen wir jetzt ein Stück neben der Autobahn auf einer Straße lang fahren und dann hat es auch jetzt schon wieder aufgehört mit der guten Straße. Also die Autobahn ist ganz okay, eigentlich sehr smooth, aber die Straße hier ist schon wieder ein bisschen holprig. So, wir sind inzwischen angekommen. Da oben wollen wir hin. Allerdings ist die Einfahrt, Auffahrt, wie auch immer, ziemlich steil und sandig. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall nicht packen. Deswegen parken wir jetzt einfach hier irgendwo und laufen dann morgen früh da hoch. Die Aussicht und so ist auf jeden Fall aber ganz cool. Es ist auf jeden Fall immer noch ziemlich trocken und inzwischen auch wieder ganz schön warm. Aber man hat hier einen guten Blick über die Hügel und Berge von Armenien. Jetzt geht's los. Jetzt wandern wir auf den Vulkan. Yay! Und wir haben sowas ja noch nie gemacht auf dem Vulkan, oder? Ja, Vesuv, ne? Ah ja, ups. Jetzt wandern wir hier diesen Feldweg entlang. Da hinten sieht man auch schon Jerewan in der Ferne. Und ganz viele andere Vulkane. Also zwischen Jerewan und dem See sind hier echt überall irgendwelche Vulkane. Bevor es dann gleich richtig steil den Vulkan hochgeht, machen wir noch eine kurze Pause, essen eine Banane für schnellen Zucker und dann geht's los. Inzwischen ist es richtig steil, irgendwie gefühlt 45 Grad bergauf und wir haben irgendwie den Weg verloren oder den gibt es einfach nicht mehr. Hier sind nämlich jetzt so Felder und es ist ziemlich pieksig. Jetzt müssen wir mal mit der Drohne gucken, ob wir irgendwo einen Weg sehen. Da wo ich war, ist auf jeden Fall ein Weg. Weg gefunden, aber so richtig gut ging es auch nicht weiter. Also wir laufen, glaube ich, jetzt nicht ganz bis oben, weil der Weg ist richtig schlimm. Es ist einfach halt durchs Feld, ein Trampelpfad, so super pieksig, rutschig, Dornen. Ich glaube, wenn wir runtergehen, dann rutschen wir auch einfach nur die ganze Zeit aus. Also holten wir wieder die Drohne raus und schauten uns den Vulkankrater in der virtuellen Realität an. Also auf den Drohnenbildern, der Vulkan war jetzt nicht so krass, wie man sich das vorstellt, dass da jetzt so Lava rauskommt oder irgendwas. Der ist ja auch schon seit, keine Ahnung, 200.000 Jahren oder so nicht mehr aktiv. Ist halt einfach innen drin eine Steinkuhle. Vom Weiten die Drohnenaufnahmen fand ich, sahen richtig geil aus, weil da hat man gesehen, das ist so ein Vulkan, ne, mit dem Krater und alles. Aber ich glaube, wenn man da oben ist, ist es jetzt nicht so krass, wie man sich das vielleicht vorstellt. Deswegen tun wir uns das jetzt nicht an, da noch weiter hoch zu laufen. Okay, bevor wir uns jetzt hier die Knochen brechen, weil guck mal, wie Mariano da runter eiert, passen wir lieber auf und gehen da jetzt nicht weiter hoch. Und sind wir mal ehrlich, die Drohnenaufnahmen machen meistens sowieso die schönsten Aufnahmen und da sieht es immer am besten aus. Und ich meine, keiner von uns kann fliegen, deswegen würden wir das eh nie so sehen. Aber Drohnenaufnahmen sind immer was ganz Besonderes irgendwie, diese Vogelperspektive. Und wir kommen schon noch zu einem Vulkan und wir waren ja auch schon mal an einem Vulkan. So, nach ein bisschen Mittagspause und Relaxen geht es für uns jetzt weiter wieder zu den anderen, zu einem dieser Astronomie-Gebäuden. Es gibt wohl mehrere. Mal gucken, wo wir gleich landen.
dem Weg abseits der Autobahn machten die kaputten Straßen die Fahrt wieder etwas unangenehm. Das war aber nicht das Einzige. Ein paar Kilometer vor unserem Ziel wurden wir auch noch von der Polizei angehalten. Das waren ja die nettesten Polizisten überhaupt. Und die konnten halt kein Englisch, da hatte ja jemand am Telefon mit Englisch. Und jetzt Wahrscheinlich so der Cousin oder so. Das ja, ist und hat uns jetzt nochmal einen netten Tag gewünscht und danke, bla bla bla. Anscheinend war da 60, das war so eine Landstraße. Und wir sind wohl 89 oder so gefahren, weil es war so runter und dann nehmen wir gerne den Schwung mit und rollen da. Irgendwie hätte es normal 20.000 gekostet, jetzt mussten wir nur 10.000 zahlen, weil wir es direkt gezahlt haben oder so, ich weiß auch nicht genau. 10.000 Gramm sind aber nur... Ja gut, 10 Euro, 20, 25 Euro, oh je. Oh je. Und ich habe mich erst gewundert, wie die das überhaupt gemessen haben, weil das war ja ein Polizeiauto, was uns entgegenkam. Aber die hatten vorne so ein Blitzer-Messgerät im Auto. Voll krass. Also die nächsten Tage erstmal keine Schokolade oder irgendwas für mich. Mist. Ja, und wie viel ist hier jetzt? Weil das ist ja jetzt eine Autobahn, aber hier gibt es einfach keine Schilder. Ja. Ist nicht so ein Schilderwahnsinn wie in Deutschland. Da muss man irgendwie raten oder es wissen oder 10 Kilometer vorher war halt das Schild. Aber man muss dazu auch sagen, es ist das erste Mal auf unserer Reise, also seit Pi mal Daumen 2 Jahren, dass wir ein Ticket bekommen haben. Wir haben noch nie ein Parkticket bekommen, also generell mussten wir noch nie für irgendwas Strafe zahlen. Von daher ist es schon okay. Ich hätte auch echt gedacht, wenn man irgendwie durch ganz Europa fährt, in Ländern, die man nicht kennt, weil in der eigenen Stadt weiß man ja, wie schnell man fährt und wo die Blitzer sind, dass wir ständig irgendwelche Tickets bekommen oder halt, ja, auch wegen, wie Laura sagte, falsch parken. Schon krass, dass das da noch nie passiert ist. Oh je, ein Babyscooter in der... Oh Gott. Oh. Und da ist das Observatorium übrigens. Die anderen hören wahrscheinlich jetzt, dass wir ankommen. Oh Gott, das ist aber steil. Yeah! Angekommen? Oh Gott! So, jetzt sind wir endlich angekommen und seitdem wir in Armenien sind, sind wir echt so ein bisschen vom Pech verfolgt. Ich war krank, eine unserer Solarzellen ist kaputt gegangen, wir hatten mehrere Tage eine Maus im Van gejagt, Strafzettel, Reifen kaputt. Und bewaffneter Konflikt. Oh, also ja, deswegen müssen wir da auch ein bisschen gucken und das spricht jetzt auch nicht so sehr für Glück. Nee, und das alles innerhalb von 2 Wochen. Also mal sehen, was uns noch so bevorsteht. Aber trotzdem genießen wir irgendwie so die Zeit in Armenien. Es wird nicht langweilig und es kann nur besser werden. Und bei all dem Pech, was wir haben, finden wir auch immer einen guten Weg wieder raus. Und in der nächsten Folge, das Pech geht weiter. Wir hoffen, in die Sterne gucken zu können. Wir besichtigen heute Abend das Teleskop und das geht natürlich nicht ohne Wodka trinken. Und machen einen kurzen Stopp in Armeniens Hauptstadt Jerewan. Ich muss es schnell filmen. Bestes Outtake aller Zeiten. Eine Pflaume, du Pflaume. Scherz. Ui. Ui.